Das ist eine recht merkwürdige Atmosphäre. Heute ist relativ viel los auf den Straßen. Es ist relativ früh am Morgen, es ist gutes Wetter. Es haben einige wenige Geschäfte geöffnet, wo Menschen etwas einkaufen. Wir treffen aber auch ganz viele Menschen an, die wir in ihren Sheltern antreffen, wo sie in ihren Kellern sitzen, teils seit Wochen. Ja, ich befinde mich hier in Severodonezk im Osten, im äußersten Osten der Ukraine, an der Front zwischen der russischen Armee und der ukrainischen Armee, die hier seit Wochen kämpfen. Die Front verläuft nördlich, südlich und östlich dieser Stadt. Und wir sind hier, um verbliebene Menschen, die nicht selber sich evakuieren können, nicht selber gehen können, aus der Stadt herauszuholen. Wir machen das jetzt seit einigen Tagen. Wir kooperieren mit der Organisation Vostok SOS, eine ukrainische Hilfsorganisation, die hier Evakuierungsmaßnahmen durchführt. Wir, das sind Juri, mein Partner hier vor Ort, und ich selber für die Kampagne Leave No One Behind aus Deutschland. Wir sind hier, um unser Bestes zu geben, um solidarisch zu sein mit den Leuten, die hier im Moment quasi stecken geblieben sind und nicht selber herauskommen können aus der Stadt, die, wie wir gerade gehört haben, unter permanentem Feuer der Artillerie und der Gradraketen steht. Es ist also davon auszugehen, dass die Situation sich insgesamt weiter verschärfen wird. Okay, so viel für den Moment. Was wir machen ist, wir versuchen möglichst früh morgens hier in die Stadt hineinzufahren und haben in der Regel einige Adressen von Menschen, die wir abholen sollen. Das sind in der Regel alte Menschen, Menschen, die nicht mehr mobil sind. Wir haben behinderte Menschen, alle, die in irgendeiner Form ein bisschen mehr Hilfe brauchen. Wir versuchen, diese Adressen zu finden, die Leute zu finden, und wenn dann noch Platz ist, manchmal finden wir keine Menschen an den Adressen, nehmen wir andere mit, die mit wollen. Wir haben die Situation, dass durchaus noch 20% geschätzt der Bevölkerung hier in der Stadt zurzeit sind. Der Krieg kommt immer näher, aber es gibt auch immer mehr Menschen, die gar nicht gehen wollen, die gute Gründe oder auch nicht haben, hier zu bleiben. Sie müssen ihre Katze versorgen oder ihre Mutter ist krank oder irgendwelche anderen Gründe. Viele scheinen nicht verstanden zu haben, dass, wenn die Front durch diese Stadt geht, dass dann eigentlich auch nichts von ihr übrig bleiben wird. Wir können die Leute nicht überzeugen, wir können ein bisschen versuchen, sie zu überreden. Wenn das nicht klappt, ziehen wir aber weiter und suchen andere Menschen. Wie schon erwähnt, in der Regel gehen wir auf Anfrage, auf Bitten der Angehörigen hierher, um alte Menschen zu retten. Versuchen aber auch in den Sheltern, in den Kellern, wo die Leute sitzen, Leute einfach anzusprechen und zu fragen, ob sie vielleicht in Richtung Westen evakuiert werden wollen. Ja, es sind auch immer wieder dramatische Szenen, die sich abspielen. Hier hinter mir geht es in ein Shelter, wo gerade eine Familie herausgekommen ist, die sich jetzt in Tränen von ihren Angehörigen verabschieden. Wir nehmen sie mit, versuchen sie in Sicherheit zu bringen. Manche bleiben aus verschiedenerlei Gründen. Wenn wir dann unterwegs sind über die Tage, die wir jetzt hier operieren in der Region, man bewegt sich schon in die Abgründe der menschlichen Existenz. Das Auto ist oft voll mit Menschen, die sich seit Wochen nicht gewaschen haben, die unter schlimmsten Bedingungen in wirklich dunklen Löchern gehaust haben, um den Beschuss zu überstehen. Ich denke, es ist es wert, wenn man im Auto Menschen liegen hat, die gelähmt sind, die Beine amputiert sind, die vielleicht schon im greisen Alter sind, aber nichtsdestotrotz, wir kriegen sie raus, wir bringen sie weg, sie bekommen eine Versorgung, die sie hier, würden sie in Severodonezk bleiben, definitiv nicht bekommen würden. Unterm Strich ist es einfach wunderbar, je mehr Menschen wir hier rauskriegen, desto mehr überleben diesen Wahnsinnskrieg, der hier gerade passiert.